mal eine kleine Zwischenaufnahme. Wir sind jetzt, glaube ich, Tag 4 oder Tag 5 schon in Kolumbien angekommen. Aber tatsächlich sind noch keine großen Aufnahmen entstanden. Liegt einfach daran, dass die letzten 2-3 Tage ich krank war. Jetzt nicht extrem schwerwiegendes, aber halt so eine kleine Erkältung mit Fieber, ein bisschen Kreislauf. Und bin jetzt froh, dass ich wieder fit bin. Und ja, jetzt hat Sally erwischt. Sally liegt jetzt flach. Und ja, deswegen können wir natürlich nicht viel machen. Wir sind jetzt hier in einem sehr süßen kleinen Örtchen. Haben wir eigentlich ein ganz hübsches Hotel. Ja, wir müssen einfach die Sache ausstehen. Nützt ja nichts. Und dann schauen wir mal weiter. So. Wir sind genesen. Und da haben wir uns auch gleich mal wieder auf den Weg gemacht, um mal die schönen Seiten Kolumbiens zu sehen. Gucken, wo uns Sally hinführt. Das weiß keiner so genau. Wir sind hier in einer Wüste. Seht euch diese riesigen Kakteen an. Der ist jetzt nicht ganz so hübsch, gebe ich zu. Aber nicht schlecht. 5-6 Meter sind die bestimmt. Solltet ihr einmal vorhaben, nach Kolumbien zu fahren, dann können wir euch nur ans Herz legen. Kolumbien ist viel größer, als wir dachten. Und durch die Krankheit hatten wir einfach gar nicht genug Zeit, um alle schönen Ecken zu sehen. Dafür haben wir uns aber für die hier besonders viel Zeit genommen. Und ich denke auf jeden Fall, die Landschaft hier ist sehenswert. Aber wenn, brauchen wir wahrscheinlich mindestens 3-4 Wochen, um alle schönen Ecken Kolumbiens zu sehen. Wenn ihr ganz genau hinhört, könnt ihr hier in diesem Tunnel so ein ziependes Geräusch hören. Und das sind quasi Fledermäuse, die sich hier im Tunnel eingenistet haben. Immer noch in Kolumbien. Sind wir heute noch mal bei den Palmen. Die größten, angeblich größten Palmen der Welt. Werden über 60 Meter hoch. Ja, ist ganz hübsch. So, ein bisschen kolumbianische Tierwelt. Guten Tag. Pferd, komm her, lass dich streichen. Hierher. Da ist das Geburtstagsgift. Party! Ich will abgehen! Ich will feiern! Die da drüben! Ja, die Bananen sind wirklich schon gut. Wie sieht's aus? So, das Geburtstagskind mit ein paar kleinen Ballons. Du darfst sie auch mitnehmen, also denke ich. You never know. Oh, bist du happy? Mehr.
Wir sind im Hotel, also gleich beim Hotel. Das Geburtstagskind auf dem Weg ins 5-Sterne-Hotel. Wie fühlen Sie sich? Ja. Und weiter geht's nun von Kolumbien über Miami, über Doha nach Kenia. So, wir waren in Kenia angekommen, ohne Gepäck. Und jetzt, 1,5 Tage später, ist es endlich da. Sally ist mit ihrem Gepäck wieder vereint. Und wie fühlen Sie sich? Ja, mal gucken, ob noch alles drin ist, ne? Man weiß ja nie. Okay, kleiner Sack. Ist dir gut? Warum bist du nass? Ach, ist mir egal. Das ausgelaufen. Und ein Glück, mit 2 Tagen Verspätung hat es auch Sally ihr Kissen nach Kenia geschafft. Ich würde sagen, wir sind in Afrika angekommen. Ja, also wir haben es jetzt gleich 5:30. Das heißt, es ist Safari-Time. Ja, wir gehen heute in Kenia in den ersten Nationalpark. Wir sind seit um 3 wach. Nicht, weil das notwendig gewesen wäre, sondern einfach bei unserer Zeitverschiebung mit über 8 Stunden. Das haben wir irgendwie noch nicht ganz verdaut. Aber für die Safari ist es perfekt, weil da sind wir jetzt richtig munter, wenn hier die Sonne aufgeht. Und ja, dementsprechend sollte das klappen. So, wir sind jetzt im Nationalpark und wir waren wirklich gut, weil wir sind die Ersten. Der freundliche Mann mit der Maschinenpistole hat uns reingelassen und wir müssen jetzt noch auf den Ticketverkäufer warten. Und ja, dann können wir den Park unsicher machen. Man sieht aktuell noch nicht viel, aber die Sonne geht dann bald auf. Und dann sind wir mal gespannt, was man hier Schönes sieht. Und damit jetzt auch gleich noch eine kleine Vorwarnung. Wir haben natürlich bei den Safaris unheimlich viele Tieraufnahmen gemacht. Ich habe unheimlich viel gekürzt und es ist trotzdem noch ganz viel, aber es war unheimlich schön, diese Tiere in ihrer, ja, einfach in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen, dass ihr euch jetzt einfach zurücklegen könnt. Macht den Fernseher an, macht's auf groß und genießt es einfach, so wie wir es vor Ort genossen haben. Hey. Ist gut? Irgendwie. Das ist geil.
Ja, er hat einen kleinen Platz zum Chillen gefunden. Würde ich sagen. Also wir haben jetzt den nächsten Nationalpark betreten. Man sieht, Sally ist schon ganz aufgeregt. Nein, wir sind heute nachts 3:30 aufgestanden. Und ja, schauen wir mal. Das erkennt man vielleicht gar nicht so gut, aber da vorne rennt eine kleine Hyäne lang. Da haben wir uns wahnsinnig gefreut, weil die extrem schwer zu finden und zu sehen sind. Keine Ahnung, wo Sally hin. Und wenn ihr euch manchmal etwas über die Musikauswahl wundert, es ist gar nicht so einfach, immer so lizenzfreie Musik zu bekommen. Dementsprechend versuche ich natürlich immer das Passende zu finden. Das gelingt mir manchmal ganz gut und manchmal eben nicht so perfekt. Das ist ein Bein, oder? Sieht komisch aus. Schau, der schräg sehen. Hallo. Hallo.
wenn man einmal in Afrika ist, dann möchte man natürlich auch mal so einen einheimischen Stamm besuchen. Und da haben wir hier die Samburu gefunden. Das ist quasi ein Nomadenvolk, was mit ihren Herden immer von Wasser zu Wasser zieht. Ursprünglich, mittlerweile, weil das von der Regierung nicht gewollt ist, aber hier vor Ort leben, was den Vorteil hat, dass sie quasi ihre Kinder zur Schule bringen können. Und wir werden hier quasi mit einem kleinen Tanz begrüßt, wo Sally natürlich auch aktiv mitmachen kann. Das hier zum Beispiel ist die Dorfälteste und die Hütten, wie man sieht, die werden immer von allen zusammengebaut. Ja, es ist quasi, wird auch alles geteilt, soweit das natürlich möglich ist. In dieser Hütte schlafen bis zu 4 Personen und wie man auch erkennen kann, es gibt hier keine Matratze, Dämpfung, irgendwas, es ist wirklich einfach nur ein harter Fußboden. Hier zeigen uns quasi die Einheimischen nochmal, wie sie immer Feuer machen, ne? Ursprünglich, also sie haben kein Feuerzeug, oder zumindest haben sie uns die nicht gezeigt. Und das ist quasi Aufgabe der jüngeren Mitglieder, die machen immer das Feuer und dann bringen die das Feuer quasi in die Hütte. Ne? Das ist quasi die Aufgabe der jungen Männer, für das Feuer zuständig zu sein. Ja, normalerweise machen sie halt noch früh und abends Feuer. Ja, die kleinen Kinder werden hier quasi noch vor Ort gemeinsam unterrichtet und ab einem gewissen Alter dürfen sie dann selbstständig zur Schule laufen. Der Schulweg kann hier auch mal schnell 2-3 Stunden betragen, aber der Vorteil ist halt, weil sie nicht mehr reisen, dass sie überhaupt diese regelmäßigen Schulbesuche machen können. Das war vorher natürlich nicht möglich und sie konnten sich nur selber unterrichten. Wie man sieht, wird hier die Oberleitung versucht nach oben zu drücken, damit der Gar nichts. Wir warten hier, dass unser Auto quasi gewaschen wird. Ja, das steht da drüben. Und das wird jetzt gewaschen und poliert, damit man die Kratzer aus dem Nationalpark nicht mehr so sieht. Ja, und wir entspannen uns hier ein bisschen. Wir sind hier von unserer Unterkunft. Unsere Villa ist irgendwo da. Ja, heute mal am Strand. Wie man sieht, ist jetzt nicht besonders hässlich, sondern einfach, es ist gerade Ebbe. Ja, und das nutzen wir jetzt, um ein paar Muscheln zu sammeln. Und vielleicht können wir nachher da drüben sogar noch mal bis zum Riff laufen. Das kommt aber darauf an, wie motiviert Sally ist. Ja. Er kann nicht nach hinten gucken. Ja, herzlich willkommen. Ja, also hier sind wir leider in eine Verkehrskontrolle geraten, wo uns eigentlich die netten Polizisten gerade abzocken wollten, beziehungsweise unser Geld erleichtern wollten. Durch das Randfahren am Straßenrand habe ich mir dann quasi den Platten eingefahren, sodass wir quasi hier dann nochmal tätig werden mussten. Beim Reifenwechsel selber waren die Polizisten uns allerdings nicht behilflich. Sie haben uns kurz darauf hingewiesen, wir sollen uns nicht so weit vom Auto entfernen, weil hier im Gebiet einige Löwen sind. Ja, also Reifen gewechselt, den 5 Euro in die Hand gedrückt und weiter geht's. War Kenia schon das Ende? Natürlich nicht.